Hey liebe Zuschauer, viele von euch haben sich ja Reviews zu UF Pro Produkten gewünscht und ja, heute habe ich mal den UF Pro Striker Stealth Smog mit dabei und ja, ich finde Smogs allgemein sehr praktisch und das nicht nur im Militärbereich. Mit einem kleinen Rucksack lässt sich das Ganze auch ganz gut im Outdoor-Bereich einsetzen und ja, mehr dazu gibt es jetzt im Video. Viel Spaß! Der Striker Stealth Smog fällt auf den ersten Blick nicht wie gewöhnliche Smogs durch seine vielen Taschen auf, sondern durch sein auffälliges Mollesystem im Hüftbereich. Denn auf fest vernähte Taschen wird in diesem Bereich verzichtet. Stattdessen kann man seine Taschenkonfiguration mit dem System beliebig an seine Einsatzzwecke anpassen. So kann zum Beispiel eine Organizer-Tasche befestigt werden, das Messer oder ähnliche Molle-kompatible Ausrüstung. Zur Info, insgesamt kommen wir pro Seite auf 4×8 Schlaufen zum Befestigen. Die halben Schlaufen am Anfang und Ende habe ich nicht mitgezählt, da sie nur eingeschränkt genutzt werden können. Die optional erhältlichen Front- und Seitentaschen passen dann natürlich perfekt und der bekannte Smog-Look kommt wieder zum Vorschein. Bei den Fronttaschen findet man einige gute Features. Zuerst wäre da der leicht konische Tascheneingang, der das Rausfallen von Gegenständen reduziert und weniger Dreck reinlässt. Links und rechts sind durch den konischen Schnitt auch kleine Öffnungen entstanden. Nur zur Info. Mit dem Kordelzug an der Seite könnt ihr den Tascheneingang verkleinern und festlegen, wie viel Spannung zum Freigeben der Slotted Buttons aufgebracht werden muss. Komplett festgezogen kann auf jeden Fall nichts mehr aus der Tasche fallen. Ansonsten ist noch zu sagen, dass sich die Taschen schnell und leise durch einfaches Hochziehen der Lasche öffnen lassen. Im Inneren gibt es einen D-Ring, um Gegenstände zu befestigen bzw. zu sichern. Außerdem können in den beiden Gummischlaufen links und rechts Ersatzmagazine, Nebel, Rauch oder ähnliches eingespannt werden. Das soll es aber noch nicht gewesen sein. Mit dem Reißverschluss in der Mitte kann aus der großen Einzeltasche ein Doppelfach gemacht werden. So kann ich mich besser organisieren und lautere Gegenstände schlagen bei Bewegung nicht gegeneinander. Eine Ablauföse für Wasser, Staub und Dreck gibt es bei dem Smog übrigens an jeder Tasche. Hier mein Outdoor-Loadout für die Fronttaschen von links nach rechts. Als erstes Elektronik, also die Kopflampe, ein kleines Akku-Pack und Ersatzakkus. Daneben Snacks, Getränkepulver und der Wasserfilter. Auf der anderen Seite eine kleine Wasserflasche und ganz rechts ein kleines Erste-Hilfe-Kit für den Notfall und kleinere Verletzungen. Die Seitentaschen sind etwas schmaler und werden mit einer Schnalle geschlossen. Auch hier wieder ein weitenregulierbarer Kordelzug mit Kordelstopper und ein D-Ring im Inneren. Außerdem gibt es noch ein flaches Innenfach mit Druckknopf. Hier habe ich in der rechten Tasche mein Feuerset untergebracht, also einen Beutel mit Zunder und einen Beutel mit Anzündhilfen, je nachdem worauf ich gerade Lust habe. Außerdem noch eine Tüte mit Paracord, Flickzeug für die Isomatte, das Tarp oder die Regenjacke und noch eine kleine Dose für Harz. Im Einschubfach befindet sich meine Säge und das Schälmesser. In der anderen Seitentasche ist mein Kochset untergebracht, das ich kürzlich vorgestellt habe, hier allerdings ohne Becher, der ist zusammen mit der Nalgene-Flasche im Rucksack. Im Einschubfach dahinter dann noch das Essbesteck. Das Material des Smogs und der Taschen ist hier in Oliv ein 6733 Poly Cotton Ripstop Mischgewebe, bei den Tarnmustern kommt es mit einer 50-50 Zusammensetzung. Der untere Teil der Taschen ist allerdings zur Verstärkung aus 100% Cordura. Wie das Ganze hinter dem Nachtsichtgerät aussieht, schauen wir uns am Ende des Videos an. Im Brustbereich finden wir noch sehr große Balktaschen, die fast so groß sind wie ein DIN A4-Blatt. Im Inneren gibt es außerdem noch eine Innenaufteilung zum Organisieren. 3 kleine Fächer links und 2 große rechts, die auch 9 mm oder 556 Magazine aufnehmen. Ich nutze die kleinen Aufteiler nicht und verstaue hier einfach mein 8×32 Fernglas und die Sonnen- bzw. Schutzbrille. Auf der anderen Seite Lederhandschuhe, den Wasserfilterbeutel und Toilettenpapier wasserdicht verpackt.
Alle Reißverschlüsse des Smogs sind übrigens von YKK soweit gut verarbeitet und als Zipperpuls gibt es kleine Stoffriemen. Der Frontreißverschluss kommt allerdings in der großen 2-Wege-Ausführung. Im unteren Teil wurde der Verschluss nicht fest vernäht, um die Belastung auf den Reißverschluss zu reduzieren und um die Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken. Ein netter Nebeneffekt ist das dadurch entstandene leichtere Einhaken beim Verschließen. Für bessere Belüftung kann die Jacke aber auch nur mit den 5 Slotted Buttons geschlossen werden. Ich nutze hier meistens nur 2 der Slotted Buttons, da es so am bequemsten ist. Gut finde ich, dass hier in der Mitte der Slotted Button weggelassen und stattdessen ein Klettverschluss verarbeitet wurde. So kommt man schnell und einfach an eventuelle Brusttaschen der darunter liegenden Schicht oder zum Beispiel an den Kompass, der um den Hals hängt. Beim Tragen mit Chesttricks oder Plattenträgern werden so natürlich auch Druckstellen und weiteres vermieden. Die Buttons sind übrigens nicht aus Hartplastik, sondern aus Hartgummi, was sie leise und robust macht. Schauen wir uns jetzt mal die Armpartie an. Hier gibt es mittelgroße Oberarmtaschen im Balkdesign und natürlich Velcro-Flächen. Oben am Reißverschluss gibt es noch eine extra Zughilfe, die mit dem Mund festgehalten werden kann. Durch die sehr gut laufenden Reißverschlüsse ist dieses Feature aber eigentlich nicht nötig gewesen, es sei denn ein Ziploc-Bag im Inneren der Tasche verhakt sich mal im Reißverschluss. Im Inneren gibt es ein extra Einschubfach mit Klettverschluss, hier können kleinere flache Gegenstände verstaut werden. In meinem Fall hier ein paar Heatpacks und Schreibmaterial. Am Ellbogen gibt es natürlich Cordura-Verstärkung mit Einschubfach für optionale Pads. Hier muss ich sagen, dass die Pads echt sehr gut polstern und beim Tragen kaum auffallen. Allerdings stören sie manchmal beim Aufsetzen des Rucksacks. Weiter unten am Unterarm findet ihr ein weiteres Balk-Reißverschlussfach. Hier nicht zu übersehen die 2x3 Molle-Schlaufen, die zum Beispiel für die optional erhältliche Device Pouch genutzt werden können. Das Innere der Tasche ist voll mit Schlaufen. Oben 2x3 Gummischlaufen, genauso angeordnet wie die Molle-Schlaufen außen. Darunter insgesamt 4 Stoffschlaufen. Hier habe ich Kleinkram wie Edding, Opinel und Feuerzeug untergebracht und auf der anderen Seite den Notkompass, Mini-LED und die Trillerpfeife. Am Ärmelabschluss wie üblich natürlich verstellbare Manschetten mit Klettverschluss. Was man aber seltener sieht, sind Schlaufen, um die Handschuhe zu befestigen. Wer also keine Lust auf Hosengummis ums Handgelenk hat, der kann sie auch hier einhaken. Unter den Armen finden wir große Ventilationsöffnungen mit Halbnetz, die bei körperlicher Belastung oder bei hohen Außentemperaturen geöffnet werden können. Ein Doppelreißverschluss hätte mir hier besser gefallen. Bevor wir uns die Rückenpartie ansehen, noch schnell die helmkompatible Kapuze. Verstellbar ist sie links, rechts und am Hinterkopf durch Kordelzüge mit Kordelstoppern. Hier hat mir gut gefallen, dass überschüssige Kordel nach hinten hinter den Kragen weggeführt wird, sodass nichts mehr rumbaumelt und stört. Die Kapuze wird mit den Gummischlaufen an den Seiten am Kragen befestigt. Am besten geht man mit der Lasche einmal unter den Slotted Button und legt sie dann drüber. Im Inneren gibt es das weitenverstellbare UF Pro Hood Guard System. Dabei handelt es sich um eine Kappe, die mit 4 Klettverschlüssen mit der Kapuze verbunden wird, um Kopfbewegung auf die Kapuze zu übertragen. So wird bei seitlichen Kopfbewegungen nicht die Sicht versperrt und das Blickfeld bleibt frei. Wie ihr seht, funktioniert das Ganze sehr gut. Außerdem lässt sich der Kapuzenschirm über einen biegsamen Bügel zurechtbiegen. Wird die Kapuze nicht benötigt, kann sie schnell und einfach im Kragen verstaut werden. Einfach die Seiten lösen, einrollen und das Ganze mit dem Slotted Button in der Mitte verschließen. Beim Blick auf die Rückenpartie sieht man jetzt schon etwas deutlicher, dass der Smog im Inneren eine Polsterung besitzt. Dazu aber gleich mehr. Erstmal schauen wir uns die Wilderer Tasche darunter an. Hier habt ihr jede Menge Platz für weitere Ausrüstung wie zum Beispiel einen Poncho, ein Tarp oder ähnliches. Wenn ihr ohne Rucksack unterwegs seid, ist hier auch noch locker Platz für eine kleine Mahlzeit. Die Tasche wird hier über die 3 Slotted Buttons geschlossen und je nachdem wie voll die Tasche ist, kann ich zum Verschließen entweder die vordere oder die hintere Reihe der Flappe nutzen. Dazu kann die Tasche noch über die beiden Riemen links und rechts unten im Inneren eingestellt werden, sodass nichts wackelt oder hin und her schwingt.
Um sich das Fach wieder einzuteilen, gibt es auch hier in der Mitte einen Fachtrenner mit Reißverschluss. Hinter der Wilderer Tasche liegt noch ein Reißverschlussfach mit denselben Maßen, das von beiden Seiten erreicht werden kann. Hier befindet sich meistens mein Schemak oder ein Merino-Sweater in einem signalfarbenen wasserdichten Packsack verpackt. Leider ist mir hier nach einigen Wochen schon der Reißverschluss kaputt gegangen bzw. aus der Führung gerutscht. Wenn ihr euch jetzt fragt, was mit den 3 Slotted Buttons unter der Tasche ist, hier wird der sogenannte Affenschwanz befestigt, der das Hochrutschen des Smogs verhindert. Das Ganze wird geöffnet, ausgerollt, nach vorne geführt und am Slotted Button vorne befestigt. Dafür gibt es insgesamt 2 Größeneinstellungen bzw. 2 Knopflöcher. Im Inneren befinden sich noch Kordelzüge, um den Smog bei Verwendung ohne den Hüftgurt etwas festzuziehen bzw. zusammenzuhalten. Außerdem noch weitere Kordelzüge am Bund zum Abdichten gegen Wind im geschlossenen Zustand. Kommen wir jetzt aber zum gepolsterten Tragesystem, das der Smog besitzt. Im Schulter-, Brust- und Rückenbereich gibt die Airpack-Polsterung angenehmen Tragekomfort und durch das sehr luftdurchlässige Design fallen die Pads bei körperlicher Belastung nicht negativ auf. Wie ihr seht, kann man fast durch die Pads hindurchsehen. Die 3 Pads werden von einem leichten, aber robusten Netz gehalten und sie sind mir hierbei noch keine Aktion verrutscht. Wem die Polsterung seines Rucksacks oder Plattenträgers ausreicht, der kann die Pads natürlich auch einfach rausnehmen. Weiter unten kommen wir dann zum Hüftgurt, der genau in Linie mit den Vorder-, Seiten- und Rückentaschen verläuft und so die Last der beladenen Taschen aufnimmt. Die 3 Polster sind mit Schlaufen und einem Gürtel mit Klettverschluss am Smog angebracht. Der Hüftgurt sorgt außerdem auch dafür, dass die Beladung auch im luftigen, offenen Zustand gut sitzt und nicht rumwackelt. Auch hier natürlich wieder die luftige Airpack-Polsterung. Der Tragekomfort insgesamt ist 1A und alles sitzt ordentlich. Kleinere, leichtere Rucksäcke ohne Hüftgurt sind hier natürlich von Vorteil, da so der Zugriff auf die Wilderer Tasche durch die kürzere Bauweise angenehmer ist und allgemein die Beweglichkeit besser ist. Laut UF Pro soll zusätzliche Ausrüstung von 13 bis 15 Kilo möglich sein. Mit dem Eigengewicht von 2,5 Kilo inklusive Taschen bin ich mit meinem Outdoor-Loadout bis jetzt nur auf insgesamt 8 Kilo gekommen. Das ändert sich natürlich, wenn man den Smog militärisch nutzen würde. Das Tragen von Rucksäcken mit Hüftflossen ist durch die Taschen im Hüftbereich etwas eingeschränkt, aber dennoch möglich. Allerdings kriegt man mit dem Smog und einem kleinen kurzen 20 bis 30 Liter Rucksack schon einiges unter. Schauen wir uns jetzt mal den Smog durch das Nachtsichtgerät an. Zum Vergleich habe ich mal eine reflektierende Regenhose angezogen. Das Ergebnis ist gut, nur das Cordura fällt hier etwas auf. Unter freiem Himmel ohne Irrlicht ist es aber in Ordnung. Das war's soweit vom Stealth Smog. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, das war der Smog von UF Pro. Mir gefällt er sehr gut. Das Tragesystem ist bequem, das mit dem Molle ist sehr praktisch und das Design und die Verarbeitungsqualität ist auch sehr gut. Bis auf die Wilderer Tasche, da sollte man vielleicht nochmal die Reißverschlüsse verbessern. Ich hatte am Anfang meine Bedenken, dass sich das Tragesystem schnell mit Schweiß vollsaugt. Allerdings hat sich das nicht bestätigt. Das System ist recht luftig und saugt sich wenig mit Schweiß voll. Was natürlich nicht heißt, dass ihr darunter jetzt gar nicht schwitzt. Wenn ihr den Smog bei Regen tragen wollt, zieht einfach eine Regenjacke drunter und verpackt den Inhalt wasserdicht oder werft euch einfach einen Poncho drüber. Was mir persönlich noch gefehlt hat, waren Durchführungen in den einzelnen Taschen für eventuelle Kabel, D-Ringe und Ösen, auch in den oberen Taschen und vielleicht noch ein Querriemen auf die Wilderer Tasche, um das Ganze ein bisschen flacher zu halten, wenn man zum Beispiel das komplette Tarp reingepackt hat. Dann noch der Hüftgurt, da war ein bisschen wenig Klettfläche drauf, sodass ich, wenn ich nur ein T-Shirt drunter getragen habe, das nicht eng genug stellen konnte und es ein bisschen locker war. Der Smog kostet ohne Taschen 300 € circa und mit Taschen in Oliv dann über 400 € und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Muss dann jeder selber entscheiden, ob er vielleicht nicht doch einen normalen Smog nimmt, ohne Tragesystem und ohne Mollesystem oder vielleicht doch den Aufpreis bezahlt und dann halt ein moderneres Modell hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Schreibt doch mal unten in die Comments, was ihr so von den Smogs haltet und ob ihr sowas tragen würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.